Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Videoschulung. Toll, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Diesmal ist unser Thema der Dokumentenimport. Dabei werden uns viele aus den vorherigen Videos bekannte Elemente und Funktionsweisen begegnen. Und da wir ja nun schon echte Bitfarm-Profis sind, können wir uns zurücklehnen und das Thema ganz entspannt anschauen. Es gibt verschiedene Wege, wie Dokumente in das DMS gelangen. Viele sind für uns nicht sichtbar. Denken wir nur an die automatische Archivierung von E-Mail-Postfächern, den Import sämtlicher ERP-Dokumente im Hintergrund oder die Erfassung von Papierdokumenten im Stapel, gegebenenfalls mit Barcode-Unterstützung. Was übrig bleibt, weil er sich zum Beispiel nur schlecht automatisieren lässt, müssen wir von Hand ins Archiv bringen. Dazu bietet der Viewer alles Notwendige in Form des Importers an. Übrigens gibt es Importfunktionen auch in der Mobile App. Hierüber informiert ein separates Video. Im einfachsten Fall haben wir Dokumente als Dateien im Windows-System. Diese ziehen wir mit gedrückter Maustaste einfach auf den Viewer. Oder wir markieren sie und wählen im Kontextmenü Senden an Bitfarm. Der Bereich Importer wird automatisch geöffnet, falls wir ihn nicht schon ausgewählt haben. Der Importer ist als Zwischenspeicher für alle zur Archivierung vorgemerkten, aber noch nicht archivierten Dokumente ähnlich konzipiert wie der Arbeitsplatz. Zusätzlich sehen wir jedoch den Archivbaum und je nach Wahl des Archivs die entsprechenden Zusatzfelder. Hier führen wir genau wie bereits gesehen die Verschlagwortung durch. An dieser Stelle noch ein Tipp bezüglich der Zusatzfelder. Je nachdem gibt es zu einem Feld auch eine erweiterte Beschreibung, die der Administrator bereitstellen kann. Gerade bei neuen DMS-Prozessen, wenn noch keine Routine herrscht, sind hier vielleicht hilfreiche Informationen zu finden. Ein Rechtsklick auf das Zusatzfeld fördert sie zutage. Haben wir in einem Vorgang mehrere Dokumente importiert, dann sind diese auch gemeinsam ausgewählt. Die Verschlagwortung und das gewählte Archiv gelten dann für alle markierten Dokumente. Im Bedarfsfall ändern wir die Markierung mit gedrückter Steuerungstaste, Shift-Taste oder auch Steuerung A. Auf dem Reiter Standard finden wir die Möglichkeit, gleich beim Importieren schon eine Wiedervorlage anzulegen. Auch manuelle Verknüpfungen oder das Hinzufügen von weiteren Schlagworten kann hier erfolgen. Den Dokumentennamen können wir hier ebenfalls ändern. Einfacher geht dies aber vielleicht durch Doppelklick auf den Namen unter dem Symbol. Hier klicken wir auch, wenn ein Name nur blassgrau dargestellt wird und wir ihn ins DMS übernehmen wollen. Über einen Doppelklick auf das Dateisymbol öffnet sich übrigens das Dokument, falls wir schnell noch eine Information benötigen. Mit der Entfernen-Taste können wir irrtümlich importierte Dokumente auch löschen. Anderenfalls schließen wir durch Klick auf Archivieren den Vorgang ab. Nach kurzer Zeit sind die Dokumente dann im DMS gelistet und können von den zuständigen Personen weiter bearbeitet werden. Ein Tipp: Über die Queue-Anzeige im oberen Bereich können wir sehen, wie viele neue Dokumente der Server noch bearbeiten muss. Dies als Hinweis, dass es gegebenenfalls ein paar Minuten dauern kann, bis unser Dokument im DMS angekommen ist. Mit den Add-ins für Word, Excel und Outlook stehen in diesen Office-Programmen Funktionen zum direkten Importieren aus der Anwendung bereit. Während sich die Funktion in Word und Excel auf das Importieren der gerade geöffneten Datei beschränkt, bieten sich für uns in Outlook verschiedene Optionen, mit denen wir zum Beispiel steuern können, ob wir nur Anlagen einer E-Mail archivieren wollen, von Fall zu Fall entscheiden, den Importer umgehen und direkt in ein Zielarchiv importieren,
den Ausgang ebenfalls archivieren wollen und vieles mehr. Für die Archivierung aus anderen Anwendungen heraus benutzen wir den Archivdrucker. So können wir beispielsweise eine Bestellbestätigung auf einer Website archivieren und damit sicher dokumentieren, selbst wenn wir kein PDF erhalten haben. Zu guter Letzt finden wir im Importer auch eine Anbindung für Dokumentenscanner, um Papierdokumente zu importieren. Dazu wählen wir eines der Scan-Profile und klicken anschließend auf den Scannen-Knopf, um die in den Dokumentenscanner eingelegten Seiten zu erfassen. In der Regel ist es für die Archivierung ausreichend, in Schwarz-Weiß einzuscannen. Bei besonderen Vorlagen oder entsprechenden Anforderungen können Dokumente natürlich auch in Farbe importiert werden, jedoch benötigen sie mehr Speicherplatz und haben längere Ladezeiten zur Folge. Achten Sie darauf, dass alle Seiten in guter Qualität erfasst werden. Viele Scanner haben auch Funktionen für eine automatische Bildverbesserung und das automatische Entfernen von Leerseiten. Die Scanner-Optionen erreichen wir, wenn wir mit Scanner-Dialog scannen. Gegebenenfalls kann auch Ihr Systembetreuer behilflich sein, die passenden Einstellungen zu finden. Eine gute Scan-Qualität ist entscheidend für die spätere Durchsuchbarkeit der Dokumente. Eingescannte Dokumente werden als Papierstapel im Importer symbolisiert. Wenn wir diesen anwählen und dann auf ein Blatt in der Miniaturansicht klicken, so erhalten wir im Hauptfenster eine größere Ansicht. Sollen einige Seiten nicht archiviert werden, weil es sich zum Beispiel um Scanfehler oder Leerseiten handelt, können wir sie mit Entfernen aus dem Stapel löschen. Wir können auch eine oder mehrere Seiten wählen und diese dann mit gedrückter Maustaste auf die Ansicht ziehen. Diese zeigt daraufhin die Importeroberfläche. Die Seiten legen wir nun in einem freien Bereich ab oder platzieren sie auf einem anderen Stapel. Noch ein wenig einfacher funktioniert dies mit dem Sortiermodus, den wir über die Taste F9 erreichen. Hier wird die aktuelle Seite im linken Bereich dargestellt, während die Importeroberfläche stets sichtbar bleibt. Ein Hinweis: Verwenden wir beim Herausziehen von Seiten auf einen anderen Stapel die Steuerungstaste, so werden die Seiten kopiert, verbleiben also auch in unserem aktuellen Stapel. Das gleiche gilt übrigens auch für das Drag and Drop von Dateien aus dem Windows-System. Bei Scan-Dokumenten können wir schon vor der Archivierung Annotationen aufbringen. Wollen wir aus einem Stapel alle Seiten als einzelne Dokumente erzeugen, dann hilft die rechte Maustaste und Dokument trennen. Daneben findet sich auch eine Funktion zum Zusammenführen. Soll ein Stapel in Einzeldokumenten archiviert werden, können wir auch die Option Stapelscan verwenden. Diese bewirkt, dass in der Archivierung aus jeder Seite ein eigenes Dokument wird. OCR beschreibt die Texterkennung. Diese sollten wir stets aktiviert lassen, es sei denn, wir erfassen handschriftliche Dokumente, bei denen die maschinelle Texterkennung ohnehin kein brauchbares Ergebnis liefern wird. Die sonstigen Optionen bringen noch einen Ad-Hoc-Duplex-Scan, also Vorder- und Rückseite eines Dokuments, mit hochauflösend und Farbe Steuerungsmöglichkeiten für die Vorschau von Dateidokumenten, das Einschalten der Barcode-Trennung für bestimmte definierte Barcodes und dort, wo es spezielle Prozessanforderungen gibt, kann ein Dokument mit dem Importvorgang auch ausgedruckt werden. Damit sind wir am Ende dieses Videos und unserer gesamten Reihe angelangt. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche nun ganz viel Erfolg bei der Erledigung der täglichen Dokumentenaufgaben mit Bitfarm Archiv. Bei Fragen steht Ihr Administrator oder als verlängerter Arm unser Projektteam oder Ihr Bitfarm-Partner gerne zur Verfügung.
In diesem Sinne, gutes Gelingen und auf Wiedersehen.